Hallo, willkommen bei Miguel kocht. Heute geschmorter Kürbis, Orangenmarinade und Ziegenkäse. Und zwar mache ich es gerne so, dass ich den Kürbis im Ganzen gare. Das heißt, ich habe ihn gewaschen, abgetrocknet und schneide nur so einen ganz kleinen Boden. Gerade eben so. Nehme mein Backblech, bisschen Backpapier, stelle den Kürbis drauf und der geht jetzt für 1 Stunde, 180 Grad Umluft, in den Backofen. In der Zwischenzeit machen wir ein bisschen Marinade für den Kürbis, weil der Kürbis an sich so eher mehlig schmeckt, nicht so viel Eigengeschmack hat. Und um den so ein bisschen rauszukitzeln, gehen wir einfach hin und machen uns einen Topf mit ein bisschen Zucker und stellen ein Karamell her. Ein ganz helles Karamell. Wir lassen erstmal den Topf warm werden so ein bisschen und dann geben wir den Zucker in einer dünnen Schicht auf den Topfboden. Und macht nie den Fehler beim Karamell machen, dass ihr alles auf einmal reinmacht, sondern bewegt ihn so ein bisschen und der soll dann hell schmelzen. Und wenn der geschmolzen ist, der Zucker, dann gebt ihr den nächsten Zucker wieder drauf. Was passiert, wenn ihr den ganzen Zucker auf einmal reinmacht? Ganz einfach. Es gibt einen riesen Klumpen, den ihr nicht mehr steuern könnt. Und so ist es eigentlich ganz einfach. Dieser helle Karamell wird gleich abgelöscht. Und zwar ist die Reihenfolge ganz, ganz wichtig. Orangensaft und dann Essig, nicht umgekehrt. Das tut im Geschmack zwar keinen Abbruch, aber Essig und Karamell, wenn der stark erhitzt, reizt das sehr die Nasenschleimhäute. Das kann sogar bis zum Nasenbluten führen. Das wollen wir ja nicht. Wenn der ein bisschen Bräune kriegt, der Karamell, ist das überhaupt nicht schlimm. Es sollte nur nicht so arg dunkel sein. Wenn euch das zu heiß wird, nehmt ihr das einfach von der Flamme runter. Dann ist der irgendwann so leicht geschmolzen auf dem Topfboden, hellbraun und dann ist er perfekt. Nun machen wir den besagten Schluck Orangensaft drauf. Und das lassen wir jetzt bei kleiner Flamme, so nennen wir das, so ein bisschen frei kochen. Das heißt also, der Karamell klebt ja am Topfboden fest, ist ja klar. Jetzt lassen wir ihn ein bisschen köcheln. Das heißt, jetzt ist er erkaltet, ganz klumpig. Man hört das auch vielleicht so auf dem Boden. Der löst sich jetzt, der Zucker. Wir geben erstmal nur am Anfang einen ganz kleinen Schuss Essig rein und eine Prise Salz. Das ist unser Kürbis hier. Wenn ihr einfach mit einem Schaschlikspieß hier so rein und raus könnt, ohne Widerstand zu spüren, dann ist er perfekt. Wir lassen ihn nur so einen Moment noch stehen, dann wirft er so ein bisschen Blasen und die Haut löst sich. Dann können wir den weiter bearbeiten. Der hat kaum Wasser verloren und jetzt ist er natürlich im eigenen Saft, in der eigenen Schale gegart und somit bleiben die Geschmäcker konzentriert drin. Und wir können ihn ganz leicht hier so runterschälen. Wenn ein bisschen Schale dran bleibt, gar kein Problem. Das ist ein Hokkaido-Kürbis hier. Da ist die Schale ja auch genießbar. Also die ist jetzt nicht so hart, dass man sich denkt, unangenehm. Aber wir machen es so ein bisschen eleganter. Wir schälen ihn so ein bisschen runter. Es riecht auch wirklich sehr intensiv nach Kürbis, weil er natürlich gar kein Wasser oder sonstiges gesehen hat, um zu garen. Das kann man mit dem Messerchen so ein bisschen wegmachen oder mit dem Löffel. Wir haben hier unseren Kürbis. Den müssten wir ein bisschen abkühlen, aber in der Zwischenzeit könnten wir auch schon mal unsere Marinade fertigstellen. Dafür geben wir einfach ein bisschen Olivenöl, einen dünnen Strahl. Probieren das Ganze mal, wie das denn so schmeckt. So mag ich das. Für die Deko mal so ein ganz kleines bisschen Feldsalat. Ziegenfrischkäse. Da stechen wir einfach so Stücke ab. Natürlich die obligatorischen Kürbiskerne. Einfach so ein bisschen von der Marinade. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Viel Spaß beim Nachkochen und bis bald.